Oh Mann, ein neuer Audi A2. Ich habe mich richtig gefreut. Jetzt sind die Specs da. Naja. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es eben um den neuen Audi A2 e-tron, um zwei Mythen aus dem Automobilleben und ich habe außerdem wieder News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Bevor wir über den neuen Audi A2 e-tron als solches reden, möchte ich mich nur ganz kurz über die unsägliche Häppchen-PR vom Volkswagen-Konzern echauffieren. Leute, es nervt einfach nur noch. Wie schon bei den letzten Modellen von VW, Cupra und Skoda wird uns heute der A2 e-tron erst einmal getarnt gezeigt. Kollegen durften das Auto auch schon fahren. Soll heißen, sie fahren ein Vorserienmodell, das schon sehr nah am Endprodukt ist. Als nächstes kommt dann die Weltpremiere, bei der das Auto unverhüllt gezeigt wird und anschließend dürfen dann ein paar Kollegen das Auto wieder fahren. Bis dahin hat die Presseabteilung ganz viel Reichweite auf Hochkantplattformen eingefahren. Der potenzielle Kunde ist vermutlich hochgradig gelangweilt und das Auto fühlt sich dann auch nicht mehr neu an. Und ob es sich am Ende verkauft, ist der Presseabteilung ja auch egal. Hauptsache, man kann Reichweite nach oben reporten. Ein wenig mehr Innovation bei der Pressearbeit wäre hübsch. An dieser Stelle muss ich mal Smart loben. Die haben ja gerade erst den getarnten Hashtag 2 zum ersten Mal gezeigt. Heute zeigt man das Fahrzeug als Wandgemälde in unterschiedlichen Städten. Das ist mal pfiffig. Zurück zum Audi. Oder darf ich sagen, zum VW ID.3 Neo mit Ingolstädter Blechgewand? Die Pressemitteilung titelt: A2 e-tron setzt neuen Effizienzstandard bei Audi. Der sparsamste ID.3 Neo in der Ausstattungslinie Live mit dem 140 kW Motor und dem 58 Kilowattstunden Akku ist mit einem Verbrauch von 13,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometern angegeben. Das Pendant vom Audi, also der besagte A2 e-tron, gleicher Motor, 61 Kilowattstunden LFP-Akku, wird mit einem vorläufigen Wert von 12,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern angegeben. Laut Audi soll der weiterentwickelte Antrieb bis zu 10% effizienter sein. Mein Taschenrechner sagt, dass 12,8 rund 7,9% weniger als 13,9 sind. Ob nun 8 oder 10%, da wollen wir nicht kleinlich sein. Die 12,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erreicht das Fahrzeug aber auch nur, wenn das optionale Effizienzpaket gebucht wurde. Selbst wenn ich bei Ionity für 89 Cent pro Kilowattstunde lade und 25.000 Kilometer im Jahr fahre, macht das gerade einmal 244 Euro Differenz aus. Wenn ich das Auto 4 Jahre fahre, dürfte das Effizienzpaket auch keine 1.000 Euro Aufpreis kosten. Eine Eins in den Chat, wer gerade gelacht hat. Der ursprüngliche Audi A2 wird heute ja von vielen geradezu verherrlicht. Ich meine zu Recht. Außen klein, innen groß und mit dem Diesel ein echtes 3-Liter-Auto. Klasse. 176.000 A2 wurden zwischen 2000 und 2006 zugelassen. Vom Polo waren es alleine zwischen 2004 und 2006 schon 238.000 Fahrzeuge. Ein Verkaufsschlager war der A2 also nicht. Wohl aber waren 2020 immer noch 49.000 Fahrzeuge zugelassen. Und wer sich die A2 Gebrauchtwagenpreise ansieht, versteht schnell, dass der A2 nicht nur ein bemerkenswertes Auto ist, sondern bis heute auch gefragt ist. Ein Badge Engineering des ID.3 Neo jetzt mit diesem geschichtsträchtigen Namen zu schmücken, kann man machen. Ist aber meiner Meinung nach schwierig. Die Generationen, die das Auto noch kennen und erlebt haben, schlagen entsetzt die Hände über den Kopf zusammen. Die Jüngeren kennen den alten A2 vermutlich gar nicht mehr. Und weil ich hier ja auch einen Bildungsauftrag habe, der alte A2 war wirklich auf Effizienz ausgelegt mit einer Aluminiumkarosserie, die ein Gewicht von unter 1000 Kilogramm ermöglicht. Mit einem CW-Wert von gerade mal 0,28 bei einer Stirnfläche von 2,2 Quadratmetern war er damals aerodynamisch ganz vorne. Spannend waren vor allem die Dieselmotoren mit einem Verbrauch zwischen 3 und 4,3 Litern auf 100 Kilometern. Naja,
Ich drücke den Ingolstädtern die Daumen, dass dieser Plan funktioniert. Wenn man sich den Q4 e-tron und seine Zulassungszahlen im Verhältnis zu seinen Schwestermodellen ansieht, bin ich aber doch etwas skeptisch. Ich habe euch noch ein paar Kollegenstimmen zusammengeschnitten. Ich finde den A2 ziemlich schick. Hier ist übrigens spannend, dass er quasi kaum getarnt steht. Man hat perfekt den A2 transferiert in die Elektromobilität. Bei Audi ist aber im Gegensatz zu Volkswagen bis hinten durch alles unten verkleidet und da strömt die Luft schon noch mal besser. Audi A2, die 3-Liter-Variante, 3 Liter auf 100 Kilometern verbraucht, Diesel. Nimmt man jetzt aber diese 3 Liter und rechnet den Kilowattstunden um, also geteilt oder mal 9,5, denn so viel entspricht nämlich 1 Liter Diesel in Kilowattstunden, dann haben wir einen Verbrauch von 1,4 Litern Diesel gehabt. Und ich finde, wenn man das mal so rumrechnet und darüber nachdenkt, wo wir mittlerweile angekommen sind, dann hat dieses Auto hier heute effizienzmäßig wirklich was bewiesen. Hier bleibt es bei einem Gang, der ist zwar anders übersetzt, aber wenn ich jetzt permanent 160 km/h fahre, das habe ich auch oben rechts verlinkt gemacht im Video zum ID.3 Neo, dann werde ich auf so einer Plattform schnell mit hohen Verbräuchen um die 20 bis 22 Kilowattstunden bestraft. Als Punktabzug thematisieren, dass wir hier halt doch wieder diese Orgie an Hartplastik haben. Ich habe mir aber dazu noch notiert, dass ich mir einfach ein bisschen mehr Besonderheiten gewünscht hätte. Hier ist der Knackpunkt, das ist der ID.3 Neo. Und wie sich herausgestellt hat, auf Basis dieser geleakten Daten, basiert der A2 eigentlich so ziemlich komplett, wie es aussieht, auf dem ID.3 Neo. Macht Audi hier mit einem Cupra Born bzw. ID.3 Neo Derivat eigentlich mächtig eine auf dicke Hose? Ich rede offenbar mit den falschen Leuten. Oder ich höre auf die falschen Leute. Ich hatte mir vorgenommen, mal so richtig auszuteilen. Darüber, dass uns die Hersteller ständig irgendwelche Dinge vorsetzen, die kein Mensch braucht. Ihr erinnert euch bestimmt daran, als die Vans verschwanden, weil wir ja alle nur noch SUV fahren wollten. Also, alle, mit denen ich gesprochen habe, wollten kein SUV. Aber vielleicht habe ich wirklich nur die falschen Leute gefragt. Die Zahlen lügen in der Regel nicht. Es gab durchaus eine Übergangszeit, in der die Vans noch und die SUVs schon verfügbar waren. Gerade deshalb sind die Zahlen ziemlich aufschlussreich. Ob nun Ford S-Max, meines Erachtens eines der besten Familienautos überhaupt, und Ford Kuga, VW Charan und VW Tiguan oder Mercedes-Benz B-Klasse und GLA, die Hochgebockten haben sich durchgesetzt. Also gut, das Thema hat sich dann schon mal erledigt. Wenn ich jetzt also der Theorie folge, dass die Hersteller schon wissen, was sie tun, weil sie ja ganz viele schlaue Köpfe beschäftigen, dann frage ich mich inzwischen auch, ob ich bei meinen anderen Dingen einfach mal den Mund halten sollte. Klavierlack, serienmäßige Glasdächer ohne Verschattung, harter Kunststoff bei Premium-Herstellern, Displaylandschaften, alles Dinge, die ich vollkommen blöd oder überbewertet finde. Ich erinnere mich noch sehr gut an den Aufschrei, als wir im Februar 2024 den neuen BMW 5er Touring vorgestellt haben, bei dem BMW ja ordentlich gestrichen hatte. Teilbare Heckklappe weg, elektrischer verfahrbarer Sichtschutz weg, Massagefunktion vorne und so weiter und so fort. Nie wieder BMW, hieß es damals oft in den Kommentaren. Ein Blick auf die Zulassungszahlen spricht aber eine ganz andere Sprache. Ja, insgesamt ist ein Abschwung zu sehen. Allerdings hatten wir zwischen 2020 und 2022 Corona und die bekannten Folgekrisen. Den BMW i5 Touring haben wir im Februar 2024 vorgestellt. Seitdem bewegt sich die Kurve sofort in Richtung Vor-Corona-Niveau. Von wegen, ihr kauft keinen mehr. Thema auch erledigt. Also gab es gar nichts zum Austeilen. Aber schön, dass wir drüber gesprochen haben. Oder seht ihr das anders? Ja, dann schauen wir doch mal, was der 5er BMW heute im Leasing kostet. Und da gucke ich natürlich bei meinem Partner leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing. Ihr klickt, wenn ihr wollt, einfach auf den ersten Link unter diesem Video. Ich erinnere mich noch, wie Ecki mir damals täglich Leasingraten für den i5 kredenzt hat, weil er so fasziniert von dem Wagen war. Damals sollte er aber fast 1000 € im Monat im Leasing kosten. Ich habe jetzt beim Modell alle 5er angekreuzt, die ich finden konnte, natürlich auch den i5.
die Angebote nach der Monatsrate aufsteigend sortiert und finde hier ein Angebot für 349 €. Außerdem sehe ich, dass ich hier weder den Leasingzeitraum noch die Kilometerleistung anpassen kann. Das gilt auch für die ersten Fahrzeuge hier in der Liste. Den ersten passend konfigurierbaren BMW finde ich für 456 €. Das Angebot passe ich auf 36 Monate und 20.000 Kilometer an und lande bei 538 € pro Monat für Privatkunden. Das ist ein gebrauchter 520, der nach WLTP 6,7 Liter verbraucht, einen entsprechenden CO2-Ausstoß hat und in der CO2-Kategorie E eingestuft wird. Erfreulich, bei diesem gebrauchten Fahrzeug fallen keine einmaligen Kosten an. Und dann empfiehlt es sich natürlich auch, die Ausstattung und Basisdaten genau anzuschauen. Wenn das alles für euch passt, könnt ihr beim Händler anfragen. Einfach eure Daten eingeben, damit der Händler euch ein persönliches, unverbindliches und kostenloses Angebot zuschicken kann. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, so ein Fünfer ist gar nichts für mich, schaut auf jeden Fall mal bei den Leasingmarkt-Deals rein. Das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Die erreicht ihr über den zweiten Link unter diesem Video. Da findet man in der Regel immer was. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Und dann habe ich wieder die News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Nach VW, Porsche und Dauerheulsuse Mercedes rudert jetzt auch Branchenprimus BMW ordentlich bei seinen Sparplänen. Lesen sich die Zahlen des ersten Halbjahres 2026 im Vergleich zum Vorjahr zunächst gar nicht so schlecht, verzeichnen die Münchner doch einen Rückgang bei den weltweiten Fahrzeugauslieferungen von 4,2%. Die Marke BMW verbucht rund 1 Million ausgelieferte Fahrzeuge, allerdings ein Minus ist das von 6,2%. Mini liefert gut 149.500 Fahrzeuge aus und freut sich über ein Plus von 11,7%. Rolls-Royce kommt auf 2.500 Fahrzeuge, was ein Minus von 9,8% entspricht. Und BMW Motorrad bringt fast 103.000 Zweiräder unter die Leute, ein Minus von 2,9% gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. Hört sich alles gar nicht so schlimm an, oder? Das Ergebnis vor Steuern, kurz EBT, fällt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 aber um stolze 29,4% auf 4 Milliarden Euro. 2025 waren es noch 5,7 Milliarden. Um zu sparen, will BMW nun Mitarbeiter aus Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung bis Ende 2027 Abfindungen anbieten, um sie zum Gehen zu bewegen. So will man weltweit 8.000 Stellen einsparen. Zur Einordnung, BMW hat weltweit rund 154.000 Mitarbeiter, davon 84.000 in Deutschland. Der Auslöser ist übrigens auch bei BMW die Talfahrt in China. Da ist es dann auch schon etwas witzig, dass der neue Vorstandsvorsitzende der Politik eine Mitschuld gibt. Ich erinnere mich noch ganz genau, wie Habeck damals nach China gereist ist und den Chinesen gesagt hat, dass deutsche Premiumfahrzeuge nicht mehr so hip sind. Naja. Ich mag ja Toyota. Die machen stoisch ihr Ding, sind aber, wenn es darauf ankommt, eigentlich immer ganz vorne mit dabei. Mit Elektroautos hatten wir zuerst so ein bisschen gefremdelt, inzwischen läuft es, aber sie haben mit dem Mirai auch weiterhin einen Wasserstoffstromer im Angebot. Den kann man ab 68.500 € bestellen. Man muss anschließend nur noch eine Tankstelle finden. Nein, doch, unter H2 Live gibt es eine interaktive Karte, die das Grauen meines Erachtens ganz gut abbildet. Meine nächste Wasserstofftankstelle ist in Cham. Jetzt steigen die Japaner bei der Cellcentric GmbH ein. Das Unternehmen entwickelt und produziert Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge und weitere industrielle Anwendungen. Zwei weitere Gesellschafter sind die Volvo Group und Daimler Trucks. Gemeinsam wollen sie auch den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur unterstützen. Ich mag es, wenn in alle Richtungen geforscht und entwickelt wird, zumindest solange es in die richtige Richtung geht. Bleiben wir noch kurz bei den schweren Jungs, also den Nutzfahrzeugen. Aumovio macht für die unmittelbare Zukunft und die diesjährige IA-Nutzfahrzeuge 4 Fokusthemen auf. Nummer 1, Effizienz. Ziel ist es, Tachografen, Flottenservice und Mautlösung intelligent miteinander zu vernetzen. Compliance-Daten sollen automatisiert verarbeitet und Flottenprozesse effizienter gestaltet werden.
Aus regularischen Pflichten sollen produktive, datengetriebene Prozesse werden. Nummer 2, softwaredefinierte Nutzfahrzeuge. Ziel sind skalierbare Fahrzeugarchitekturen, kürzere Entwicklungszyklen und schneller verfügbare neue Funktionen. Nummer 3, sicheres und autonomes Fahren. Ein serienreifes System für autonome Lkw soll bis 2027 in den USA kommen. Aumovio steuert dafür unter anderem Sensorik, Hochleistungsrechner, Steuergeräte, Telematik sowie redundante Sicherheitssysteme bei. Neben der Entwicklung von Komponenten geht es auch um Depot-Ladelösungen und digitale Services wie die VDO Fleet Cloud zur Optimierung von Reichweite, Verfügbarkeit und Betriebskosten elektrischer Nutzfahrzeuge. Ich weiß, es hört sich an, als hätte ich die Pressemitteilung fast vollständig vorgelesen. Ich habe sie aber zusammengefasst. Ich finde den Bereich echt spannend, da sich Nutzfahrzeuge vor allem über die Gesamtbetriebskosten definieren, also Total Cost of Ownership, und Emotionen eher nachgelagert sind. Sieht man mittlerweile doch auch eine ganze Menge elektrischer Lkw auf unseren Straßen. Opel startet im Sommer in seine erste Formel-E-Saison. Die Rüsselsheimer haben heute den ersten Fahrer für das Formel-E-Auto bekannt gegeben. Der Franzose Theo Pourchaire mit Erfahrung in Formel 3, Formel 2 in der IndyCar-Serie war zuletzt bei Peugeot auf der Langstrecke unterwegs. Vorab haben sich die Opelaner schon die Rennfahrerin Sophia Flörsch als Testfahrerin und Markengesicht engagiert. Sie ist ja seit jeher auf der Rundstrecke zu Hause, ist Formel 4 und Formel 3 gefahren, war auch schon in Le Mans und in der WEC unterwegs, passt also alles prima. Opel fördert seit Jahren auch den Nachwuchs im Rahmen des ADAC Opel Rallye Cups. Erst auf dem Adam, dann auf dem elektrischen Corsa und nun im Opel Mokka GSE. Ich ziehe meinen Hut vor Sophia, die Mitte August als Gastfahrerin bei der ADAC Saarland Pfalz Rallye startet. Ich habe vor längerer Zeit mal den ADAC Opel Rallye Cup als Kameramann begleitet. Mir wurde zwischenzeitlich sogar angeboten, als Journalist eine Saison mitzufahren. Ich habe dankend abgelehnt. Mir ist der Rallye-Sport einfach eine Nummer zu krass. Sophia offensichtlich nicht. Chapeau. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.